Mein Name ist Josef Oelgemöller. Wir sind hier in Recke Obersteinbeck. Wir haben Ackerbau mit Getreide und Mais. Wir haben 2020 einen Außenklimastall gebaut. Davor hatten wir 150 Sauen konventionell mit Ferkelaufzucht. Und dann sind wir März 18 abgebrannt und dann haben wir umgestellt. Wir haben ca. 60 Sauen in Bewegungsboxen, was auch jetzt nach Tierwohlstand ist. Und die Ferkel kommen dann hier in diesen Außenklimastall als Flatteck oder Ferkelaufzucht und dann gehen die weiter in den Mast. Also wir haben ein komplett geschlossenes System. Die Ferkel, die bei uns geboren werden, werden auch alle bei uns gemästet. Und nur 40 Kilometer von hier werden die geschlachtet. Von dem Metzger werden die Schweine dann verkauft, jede Woche. Wir haben uns für einen Offenstall entschieden, weil wir für unsere Betriebsgröße da noch eine gewisse Chance sehen als Nische, weil das auch von der Gesellschaft gewünscht wird mit Tierwohlstelle und weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht größer werden und für unsere Größe war dieses System besser. Die haben jetzt doppelten Platz, Minimaleinstreu, Außenklima mit Offenfront, den Auslauf mit Strohpellets, komplett ohne Gülle. Wir streuen mit Strohpellets ein, die wir da überwiegend dahin tun, einmal auch zum Beschäftigen und auch dahin tun, wo die hier und da mal hinkoten, dass wir die arbeitstechnisch besser wieder rauskriegen. Und mit Langstroh, wir müssen Langstroh einstreuen, dass die Schweine beschäftigt sind, für den Liegebereich, wo die sich dann auch einkuscheln können. Das ist eine Vorgabe für Tierwohl und den Auslauf streuen wir mit Strohpellets ein und weil wir die Mist auch zur Biogasanlage bringen, wollen die lieber die Strohpellets haben, weil er feiner ist. Dann könnt ihr besser durch die Biogasanlage kriegen. Die Vorteile von den Strohpellets, da hat man nicht dieses Volumen wie Stroh, weil die ja komprimierter sind. Durch die Pelletverfahren sind die auch, wenn der Stroh mal in der Ernte ein- oder zweimal nass geworden ist und wenn man dann da Pellets vermacht, sind die auch steril, dass sie keine Keime und sowas haben. Und die sind auch so saugfähig. Die haben diese Struktur noch vom Stroh. Wenn die aufquellen, sieht man richtig, wie die Struktur noch da ist und dass sie gut zu handeln sind. Dass man die gut wieder ausmisten kann und nicht das lange Stroh hat. Das Stroh nehmen wir, das was wir haben, ist eigentlich zweitrangig. Die Größe sind ja 16 mm Pellets, für uns ist das gut. Es gibt auch andere, die haben 8 mm Pellets, aber für uns sind die 16er gut, weil die können die so nicht auffressen, die müssen da richtig drauf kauen. Wir haben schon mal von Mitbewerber Strohpellets gekriegt, die waren dann vorher gemahlen und dann waren die auch anders. Und diese haben ja diese Struktur noch von dem Stroh. Die quellen ja richtig auf und sind dadurch auch saugfähig. Diese halbfesten sind eigentlich für uns am besten. Es gibt ja auch welche, die sind ganz fest, die sind richtig hart, aber diese halbfesten, die sind besser für uns. Die Pellets werden hier bei uns auf dem Hof gemacht mit unserem eigenen Stroh. Die Maschine kommt hier hin und dann können wir unser eigenes Stroh, unser eigenes Heu und Luzerne haben wir eine Zeit lang angebaut. Wir haben auch unsere eigene Luzerne wird hier gepresst, damit wir auch sicher sind, dass wir unser Stroh wiederkriegen. Dann wird das hier vor Ort gemacht und abgesackt und fertig. Also die Pellets werden nach der Produktion in Big Bags eingesackt, damit die auch sauber und ordnungsgemäß stehen. Und dann schütten wir so, wie wir Bedarf haben, wie wir ihn verbrauchen, einen Sack aus und verteilen ihn dann mit der Karre händlich im Stall. Sonst werden da zu viel von gebraucht, weil wir auch teilweise oder parallel zum Stroh die Pellets nehmen, damit wir auch zwei verschiedene Reize haben zum Beschäftigen. Und da, wo die wirklich im Stall auch hinkoten, ist das von Handling einfacher wie Stroh, dass man das sauber machen kann, wieder ausmisten kann. Und weil die auch saugfähiger sind. Als Beschäftigungsmaterial haben wir zum Beispiel, wir haben Heupellets, wir haben Luzerne-Pellets, wir haben noch Strohpellets, weil man muss sie unterschiedlich einstreuen, damit die auch unterschiedlichen Anreiz haben, die die Beschäftigung anzunehmen. Und deswegen muss man auch unterschiedliche Beschäftigungsmaterialien, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, muss man die anbieten, dass die Schweine keine Langeweile haben. Wir brauchen aktuell so ein Big Bag sind ca. 1000 Kilo, gleich 4 bis 5 Quaderballen. Brauchen wir so 1,5 Wochen. Brauchen wir ein Big Bag. So gut 1000 Kilo. Also direktes Stroh verbrauchen wir in diesem Stall
ca. 100 Quaderballen im Jahr als Stroh. Und dann kommt ja pro Tonne Pellets da noch ca. 4 bis 5 Quaderballen. Kommt dazu, die brauchen wir in 1,5 Wochen, brauchen wir 4 bis 5 Quaderballen in Pelletsform. Diese Mehrarbeit lohnt sich gegenüber konventionell, weil die Metzger sagen ganz klar, die Fleischqualität ist anders in so einem Stall. Wenn die mehr Bewegung haben, wenn die mehr Luft haben, diese Außenklimareize. Wir machen auch zu 100% Langschwanz, aber zu 98% funktioniert das. Und die Fleischqualität, die Verkäuferinnen waren alle schon mal da und die sagen ganz klar, die Fleischqualität ist anders. Das merkt man von einem Stück zum anderen, dass es fester ist. Und für uns haben wir einfach ein gutes Gefühl dabei, wir haben ein besseres Gefühl bei der Arbeit. Weil den Schweinen geht es einfach gut, wir gehen da durch und man hat ein ganz anderes Gefühl. Muss man ganz klar sagen.